Moin Moin und grüß Gott. Ich bin die Daniela und ich freue mich, wenn ihr euch für unseren Manni interessiert. Hallo, ich bin der Ron. Unser Manni ist ein MAN TGM 18340, auf dessen Fertigstellung wir ca. 2 Jahre gewartet haben. Damit erfüllen wir uns einen lang gesehnten Traum, wenn die Kinder aus dem Haus sind, die Welt zu bereisen. Bis dahin wird es wahrscheinlich eher Europa und noch Familienurlaube werden. Viel Spaß auf unserem Kanal. Hallo, herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Falls es euch interessiert, wie es innen aussieht. Vielleicht ganz grundsätzlich, wir haben vorne die Sitzecke. Gucken wir uns nachher noch an, wie man umstellen kann zu einem Doppelbett mit Stauraum oben und dahinter. Dann die Küche, können wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer angucken. Dann haben wir hinten Längsbetten, das ist quasi Elternbereich. Auch oben viel Stauraum und, müssen wir aufmachen, dann wird es hell, mit einer schönen Dachluke. Genau, der hintere Teil und Charme hat es auch, man kann hier die Tür A zumachen und hat dann hier ein Bad. So, genau, einmal mit Toilette und Waschbereich und auf der anderen Seite mit Dusche. Da hat man ein richtiges Bad, wenn man die beiden Türen zumacht. Die Küche hier mit 2 Waschbecken. Das ist geschickt, da kann man das hintere auch was abstellen. Die haben wir uns extra auch dafür geholt. Eine kleine Kaffeemaschine, die ganzen Schubladen mit Push-Locks und da muss man schon danach gucken, eben dass nichts hin und her rutschen kann mit Fettlein. Außerdem eine Schwerlastschublade ganz geschickt ist, dass man die ganz ausziehen kann und dann auch wirklich gut rankommt. Und wir sind ja zu 5 Grad, da braucht man dann doch ein bisschen mehr. Der Herd, eben Gasherd mit 3 Flammen. Der Ofen hat auch eine Grillfunktion. Mehrere Schubfächer und ihr seht ziemlich viel Stauraum, was ich auch nett finde. Das haben wir nachher hingemacht. Die Gläser, die halten auch gut mit den Magneten. Und der Kühlschrank, zusätzliche Arretierung, ist auch groß genug. Das ist ganz klein, das Eisfach, das kann man nicht wirklich gut verwenden, aber wir haben, sage ich euch gleich, in der Sitzecke noch ein Gefrierfach. Wir dachten erst, es wird eng zu 5, aber geht eigentlich gut, auch zum Essen. Der Tisch ist einmal hier verschiebbar, dann natürlich von der Höhe verstellbar. Außerdem der Fuß auch noch und man kann das Ganze auch noch hochkant stellen, dass man dann, das ist die Tür zum Fahrerhaus, das hier auch öffnen kann und noch vorbeikommt. Ansonsten finde ich Polster sehr geschmackvoll und hier drunter ist dann noch, zeigt man nachher, die Gefrierbox. Ja. Aber hier Türe, vielleicht auch gleich. Hier oben eben noch jede Menge Stauraum. Wir haben noch Kisten drin und eben so Kleiderpacks. Da geht dann jede Menge rein. Gerade eben wie gesagt zu 5. Da sind die Sachen von den Kindern drin. Hier 2 eben wie gesagt Flexbetten. Die sind schön breit und 2,5 Meter lang. Aber man kann das hier nutzen wir jetzt als Nachttischchen sozusagen. Kann man aber auch noch umklappen. Dann geht bis hierhin nochmal die Mitte durch. Das ist dann für Enkelkinder, die wieder klein sind, weil hier
Die eigenen sind schon zu groß. Hier auch nochmal jede Menge Stauraum. Also rundherum, sodass jeder das meiste mitnehmen kann, was er mitnehmen will. Vielleicht noch zu den Fenstern. Alle haben hier Fliegengitter, manche auch Sandfly-Gitter, das hier jetzt gerade nicht. Und so kann man auch wirklich dunkel machen, falls man unter der Straßenlaterne steht. Auch noch vielleicht zu den Fenstern, stopp. Also man kann alle gut putzen und auch schön aufmachen. Kommt man also von oben wieder ran.